Guten Morgen! Wir sind in Berwang und wollen heute auf den Roten Stein. Super Wetter, man braucht vor allen Dingen Sonnencreme. Die UV-Strahlung ist heute echt super hoch, Sonnenbrandgefahr. Und wir starten jetzt erstmal einen Aufstieg durch das Elpelistal. Und das ist das blumenreichste Tal in den gesamten Alpen. Ich bin mal gespannt. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir gehen jetzt hier gerade durch den Ort Berwang und suchen den Zugang zum Elpelistal, das wir schon sehen in der Ferne. Und heute Morgen dann ganz spontan haben wir gesagt, komm, wir machen doch den Roten Stein über diesen Serpentinenweg, also durchs Elpelistal hinauf. Okay, das ist unser Ziel. Roter Stein, 3,5 Stunden. Zunächst vom Parkplatz in Berwang aus geht es leicht ansteigend zum Ortsteil Gröben mit der kleinen Dreifaltigkeitskirche. Noch kurz am Fahrweg entlang biegen wir bei der nächsten Wegsverzweigung nach links ab ins Elpelistal, der Beschilderung Roter Stein Hönig folgend. So, wir befinden uns jetzt am Eingang zum Elpelistal und dann zieht sich der Weg da hoch und ich meine, da oben das Gipfelkreuz könnte unser Ziel sein. Mal sehen, in den Bergen vertut man sich leicht, aber das da oben könnte der Rote Stein sein. Die letzten Wochen vor unserer Ankunft hat es viel geregnet. Der Boden durchs Elpelistal ist aufgeweicht und matschig. Die Hänge sind ausgewaschen und rutschig. Bächlein suchen sich ihren Weg ins Tal und wir queren etliche Bachhunsen im steten Bemühen, nicht im Matsch zu landen. Vorsicht, da ist noch rutschig, ne?
In den Alpen leben neben schätzungsweise 30.000 Tierarten auch 2.500 verschiedene Pflanzenarten, oft in unwirtlichsten Umgebungen. Bevor vor etwa 15.000 bis 12.000 Jahren die Pflanzen die Alpen neu besiedelten, beherrschten über 2 Millionen Jahre 4 Eiszeiten den Alpenraum. Nach dem Abschmelzen des Eises drangen die Pflanzen in neue Lebensräume vor. Dabei durchmischten sie sich mit Arten, die aus der Arktis oder sogar aus der asiatischen Steppe und aus dem Himalaya eingewandert waren. Das erklärt auch, warum viele Alpenpflanzen auch heute noch in anderen europäischen Hochgebirgen oder in Nordeuropa zu finden sind. Das Klima in den Alpen zeichnet sich durch extreme Schwankungen der Temperaturen, Niederschlagsmengen und der Sonnenstrahlung aus. Temperaturunterschiede von bis zu 50 Grad innerhalb eines Tages können ohne weiteres vorkommen, sommers wie winters. Zuletzt wechseln wir auf die andere Talseite und hinauf zum Elpele. Mittlerweile haben wir eine Höhe von 1663 Meter erreicht. Vorbei an einer Sitzbank folgen wir bei einem Schilderbaum der linken Route, die zunehmend schottrig aufwärts nach Süden zieht. Ja, Höhenmeter-Check. 1874 Meter sind wir jetzt. Okay. Das ist ja immerhin schon eine ganz nette Höhe, ne? Ja. Bald darauf quert man den Graben und steigt über mit Gras und felsdurchsetzten Hängen schräg nach Nordosten hinauf auf ein Joch, wo sich links auf einem Hügel ein kleines Gedenkkreuz befindet. Ab dort schlängelt sich der ausgesetzte Weg den Westrücken hinauf in zahlreichen ausgesetzten Kehren, zuletzt auch über Geröll und felsiges Gelände, bis man schließlich den Gipfel erreicht. Meine Hände sind Verein. Ist das scheiße steil. Diese Serpentinen, die ziehen einem echt den letzten Zahn.
Was ist das denn? Ach, da oben ist auch ein Kreuz, ne? Meinst du, das ist der rote Stein? Abgehen, ne? Auf Touren wie diese bereiten wir uns stets gut vor. Wander-Apps geben Hinweise auf den Schwierigkeitsgrad der Wanderung, die Länge der Strecke, Besonderheiten der Route, wie viele Höhenmeter zu absolvieren sind und so weiter. Zudem schauen wir uns auf YouTube die Videos von Wanderfreunden an, um zu schauen, ob dort nicht exponierte Stellen sind, die für uns möglicherweise eine Nummer zu groß sind. Natürlich informieren wir uns genau über den Wetterbericht. Getränke, Verpflegung, richtige Kleidung, Sonnencreme sind selbstverständlich. Wir planen Pausen ein und vor allem aber hören wir aufeinander, wie es dem anderen geht. Beim Roten Stein ist die Kondition bei uns nicht das Thema, ist sie eigentlich nie. Die Wirkung von ausgesetzten Stellen markiert da schon eher eine Grenze bei uns persönlich. Bergwandern ist immer eine sportliche Herausforderung, die auch Gefahren birgt. Die Verantwortung und den Umgang damit muss jeder für sich selbst einschätzen. Selbstüberschätzung und falscher Ehrgeiz sind sicherlich keine guten Ratgeber. Wir möchten natürlich immer heile wieder hinunterkommen. Und so kämpfen wir uns mit hoher Konzentration, langsam, aber stetig die Kehren hinauf. Die Ausblicke hinunter zu den anderen Gipfeln und hinunter ins Tal belohnen die Mühe. Oh, Werner. Ja. Richtig hart, ne? Oh, Gipfelankunft am Roten Stein. 2366. Werner. Da hinten mit den Lawinenverbauungen, da kann man die Kohlbergspitze sehen. Der Klotz hinter dem Tal mit Berwang, das ist der Tanella. Der Grasgipfel mit den Lawinenverbauungen, das ist Hönig, ne? Und dann kommt das Joch. Durchs Elpelestal, da unten sind wir aufgestiegen. Und hatten beim Aufstieg die ganze Zeit dieses Massiv vor Augen. Werner ist auch am Filmen. So, hier schaut man auf die Gärtnerwand. Rechts dahinter ist die Ehrwalder Sonnenspitze. Kann man schön in die Biwawierer Scharte sehen. Ganz hinten der Höhlkopf rechts. Direkt hinter der Gärtnerwand, hier gerade voraus, da ist die Zugspitze. Die hüllt sich in Wolken. Dann ist das da die Bleispitze, ne? Der dicke Grasgipfel da. Das ist die Bleispitze. Und dahinter ist der Daniel mit dem ganzen Grat. Hochschrutte, Plattberg. Und dann
dann kommt man wieder letztendlich bei der Kohlbergspitze an. Nicht so, ne? Ist fantastisch, ne? Ja. Einmal rundum. Wunderschön. So, und unser Kreuz sieht so aus. Das Kreuz vom Roten Stein. Hier ruht sich einer auf meiner Fototasche aus. Du möchtest gerne jetzt los, ne? Die Wolken machen mir Sorgen. Ja, dann packen wir jetzt zusammen. Gehen jetzt runter, ne? Mhm. Okay. So, das erste Drittel des Abstiegs haben wir hinter uns. Auf diesen gerölligen Serpentinen geht es jetzt auch weiter. Wobei es fast mit jedem Schritt besser wird, ne? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber sieht ganz gut aus. So, wir sind jetzt auf dem kleinen Gipfel mit dem Kreuz zu Ehren oder zum Gedächtnis an Anna Sommweber, die offenbar hier verunglückt ist. Und von da kann man also sehr gut unseren weiteren Weg sehen. Da unten, wenn wir diese Serpentinen in den Latschen erreicht haben, würde ich mal sagen, dann haben wir das größte oder das gröbste geschafft. Und hier nochmal das angesprochene Kreuz. Von da hat man auch einen wunderbaren Blick ins Tal von Bärwang und nach Bärwang. So, ab durch die Wildnis.
So, dieser Stein hier, in Dankbarkeit, dass wir wieder heil runtergekommen sind. Jedenfalls bis hier. Okay. So, kurz vor Schluss müssen wir wieder unsere Bachrunsen überwinden. Das war die erste, eine von den harmloseren. Ja, die geht, ne? Genau. Aber die nächsten beiden waren, glaube ich, ziemlich Matschig, kratzelig, ja. abschüssig. Aber die haben wir jetzt geschafft. Okay. So, die nächste Runde ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Es geht da ziemlich matschig runter. Dann kann man eigentlich ganz bequem durch den Bach steigen. Da muss man allerdings sehen, wie man hochkommt. Das sind keine so guten Tritte. No, und erstmal runterkommen. So. Das ist am Bach. Einfach über den Bach drüber. So, jetzt muss man da hochkommen. Nicht so einfach. Aber Christiane meistert es gut. Wunderbar. Das Schöne, da ist das schön. Wunderbar ist So, das. Werner. Letzte Bachrunse. Die harmloseste von allen. Wofür nutzen wir die? Natürlich fürs Gruß Reinemachen. Ich hoffe, dass da der Schlamm abgeht. Für die Schuhe. Die sehen nämlich ich möchte echt nochmal meine guten Schuhe loben. lecker aus. Das kann man sicher nicht mit allen Tretern machen, aber mit meinen Tretern schon. Die sind wirklich total wasserdicht. Einfach fantastisch. Super, jetzt bin ich dran. Okay. Ja, und die Christiane, man sieht das wieder, die ist viel gründlicher als ich. Ne? Die beugt sich runter zum Schuh, entfernt die groben Dreckteile mit der Hand. Da sieht man wieder den Unterschied zwischen uns beiden, ne, Christiane? Aber ja, die sind nicht sauber, sondern rein. Sehr gut. Jetzt auch noch die Waden. Lieber Himmel, ey, das mache ich ja unter der Dusche. Du kannst ja schon ins Restaurant gehen so. Fantastisch. So, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Ich verabschiede mich dann schon mal. Zum Schluss haben wir so gar keine rechte Lust darauf, diese Wanderung zu beenden. Und so verlängern wir den Rückweg noch um eine kleine halbstündige Runde entlang des Talbachs, dem Elpelesbach.
bevor wir Bärwang dann doch wieder erreichen. Das Elpelistal. So oder so ähnlich stelle ich mir das Paradies vor.